Ihr dachtet, EcoWax, Dreamy und Roborock bauen die weltbesten Saugroboter auf dem Markt? Dann begrüßt ganz herzlich DJI, den Drohnenhersteller, der jetzt anfängt, hier Saugroboter zu bauen und vorhat, die nächsten Jahre mit den Mitbewerbern den Boden aufzuwischen. In diesem Video werdet ihr erfahren, warum die Kombination aus der Sensorik von Drohnen gepackt in einen Saugroboter ein absoluter Gamechanger ist und die Konkurrenz jetzt schon mächtig ins Schwitzen bringt. Der Saugroboter-Fan hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Folgen gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Film ab! Nach dem Unboxing finden wir folgende Gegenstände vor. Einmal die Basisstation, eine Rampe, Netzstecker für die Basisstation. Das eine ist eine Reinigungsflüssigkeit und das andere ist ein Duft. Riecht leicht nach Zitrone, sehr lecker. Es wird meiner Frau gefallen. Wir haben einmal den Roboter, eine Ersatzbürste und dann noch Papierkram, also Bedienungsanleitung und Quick Start Guide. Außerdem ist ein Staubbeutel hier bereits aus dem Werk heraus installiert, aber sonst bekommen wir kein weiteres Zubehör. Ganz klar, das Design des DJI Romo P sticht hier auf dem Saugrobotermarkt besonders heraus. Und wenn wir uns die Station mal im Detail anschauen, bekommen wir auch bei der einen oder anderen Komponente hier auch eine Beschriftung mitgeliefert, um nachzuvollziehen, was dieses Teil hier in dieser Basisstation so macht. Dabei wurde auch hier ein minimalistischer Ansatz gefahren. Wenn ich zum Beispiel hier die Behälter mir anschaue, das ist der Behälter für Dreckwasser und das ist der Behälter für sauberes Wasser. Wenn wir schon mal auf der Rückseite sind, wir haben dann hier den Anschluss für den Netzstecker, aber ein Kabelkanal oder eine Kabelführung finden wir hier nicht vor. Und egal wo man schaut, überall entdeckt man wieder neue Sachen. Und wenn wir von der Station hier zum Saugroboter rüberschwenken, ziemlich cool, wie hier die Sensoren angeordnet wurden, im Sinne von, ich mache euch alle fertig, ihr Roborocks und Dreamies, hahaha. Aber darüber hinaus, Spaß beiseite, haben wir hier oben auch ziemlich coole, technische Sachen eingebaut. Zum Beispiel, wenn sich die Pads hier drehen an der Seite, dann dreht sich das hier oben mit. Genauso natürlich auf dieser Seite. Dieses Design spricht mich absolut an. Und jetzt seid ihr gefragt, spricht euch hier das Design des Romo P an? Schreibt mir es gern unten in die Kommentare, ich bin total gespannt. Versprochen, ich werde euch jetzt nicht mit technischen Feinheiten langweilen, aber ich möchte euch ein paar Highlights mitgeben, einfach, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Wie ihr sehen könnt, hat der Romo P keinen LiDAR-Turm. Die ganze Sensorik ist hier um den Roboter herum verbaut. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass der Roboter auf 2 Wischpads setzt. Das ist soweit so normal. Und dieser Wischpad hier fährt aus, damit er auch die Ränder und allgemein das gesamte Zuhause hier lückenlos abwischen kann. Die Hauptbürste ist hier eine haarfreie Hauptbürste. Es bedeutet, wenn sich hier Haare verfangen, werden die durch dieses geschwungene Design der beiden Bürsten in die Mitte geleitet und dann wird das hier eingesaugt. Also sehr gut, wenn ihr lange Haare habt und oder Haustiere. Und auch die 2 Seitenbürsten sind haarfrei designt und dieser hier fährt aus, so dass dieser Roboter auch in der letzten Ecke den Staub rausholen kann und hier eine gründliche Reinigung gewährleisten kann. Der hat hier eine Leistung, ich mag den Begriff gar nicht, von 25 Kilopascal. Bitte vergisst das sofort wieder. Viel spannender ist, DJI gibt an, dass er einen Volumenstrom von 20 Litern die Sekunde hat. Der Dreamy X50 hat zwischen 6 und 7 Liter die Sekunde an Volumenstrom. Also das Teil ist hier 3-mal so stark. Wir haben hier am Roboter, an der Seite einen Schalldämpfer. Obwohl er 3-mal so stark ist, ist er aber halb so leise auf der höchsten Lautstärke im Vergleich zu den Mitbewerbern. Wenn ihr sehr lautstärkeempfindlich seid, ist das euer Match. Was könnt ihr hier von dieser Multistation an Erleichterung erwarten? Zum einen, wie eben schon kurz gezeigt, haben wir hier einen Staubbehälter, kann das Teil hier 1 Monat, 2 Monate lang durchgehend saugen, dann füllt sich hier dieser Behälter, dann könnt ihr den auswechseln, einfach einen neuen dran machen. Dann habt ihr hier eine Reinigungslösung und auch hier so ein Duftmittel. Das ist cool, einfach, dass euer Zuhause hier schön riecht. Wenn wir nun eine Etage runtergehen, wird es richtig spannend. Der Roboter wird hier permanent mit frischem Wasser befüllt, damit ihr das nicht machen müsst, damit der unterbrechungsfrei das Ganze wischen kann. Das Dreckwasser wird hier auch abgepumpt und hier in dem Kanister gelagert.
Die Wischpads werden zwischendurch auch gewaschen und ausgewrungen, sodass hier immer mit frischen Wischpads die Gegend gewaschen werden kann. Die Reinigungslösung kann dafür genutzt werden, die Wischpads sauber zu machen, muss aber nicht. Die Station selbst ist auch stressfrei. Das bedeutet, die macht sich hier selber sauber, so dass ihr das nicht machen müsst. Das ist der Zustand nach 2 Wochen. Also sieht immer noch tipptopp aus. Damit die Wischpads und die Station nicht schimmelt und müffelt, gibt es hier auch eine Trocknungsfunktion. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Die erste Inbetriebnahme ist hier denkbar einfach. Wir nehmen hier einmal den Frischwassertank. Liebling, komm mal näher. Und das Allercoolste ist, vergesst Dreamy, vergesst Mova, vergesst Roborock. DJI ist der allererste Hersteller, der es gebacken bekommt, hier auf seine Behälter anzuzeigen, bis wie voll man das machen darf. Wahnsinn. Und das kurz vor dem Jahr 2026. Anschließend den Frischwassertank hier einmal einsetzen, die Station mit Strom verbinden. Für dieses Review messe ich auch den Stromverbrauch für euch. Ja, dann haben wir noch hier die 2 Reinigungskanister. Das können wir hier einmal abziehen, einmal einsetzen, machen das Ganze zu. Jetzt laden wir uns die DJI-App herunter und verbinden den Saugroboter damit. Dann geht's weiter. Ich habe mir die DJI-App bereits einmal runtergeladen. Jetzt schalten wir einmal den Roboter ein und öffnen mal die App. Fügen jetzt hier einmal das Gerät hinzu. Jetzt wird hier per Bluetooth nach dem Gerät gesucht. Wunderbar. Einmal koppeln. Mir fällt gerade bei Wi-Fi auf, und das ist sehr spannend, das ist der erste Saugroboter, der hier 5 GHz unterstützt. Das probieren wir direkt mal aus. Geben dem Ganzen noch einen Namen. Und natürlich, wie sich im Jahre 2025 gehört, bekommen wir direkt hier eine Firmware-Aktualisierung vorgeschlagen. Das Ganze aktualisiere ich gleich. A few moments later. Nach der Aktualisierung bekommen wir auch schon Hinweise, auf was zu achten ist, wenn wir hier diesen Roboter nutzen, speziell für die erste Kartierung. Und beachtet auch auf jeden Fall die Klippenerkennung, je nachdem, ob ihr einstöckig oder hier mehrstöckig unterwegs seid. Kann man hier die Kartierung starten. Der legt jetzt los. Hey, du hast dich doch schon mit so vielen Apps beschäftigt. Wo sticht die DJI-App besonders hervor? Dann wäre das hier auf dieser Übersicht unten links bei diesem Basisstation-Symbol. Ich habe dann die Übersicht und außerdem habe ich hier die 4 Punkte, um dieses Teil direkt anzusteuern. Wenn wir bei der Basisstation bleiben, ich finde die Animation, wenn das trocknet oder wäscht, ich finde, das ist so liebevoll gemacht, so toll. Und last but not least wäre es das allgemeine Look and Feel. Ich finde hier mit dieser Übersicht, mit diesen Zeitplänen, es macht Spaß, hier die einzelnen Menüs anzuklicken und das einzustellen. Nach der ersten Kartierungsfahrt könnt ihr mit der Einstellung eurer räumlichen Begebenheiten beginnen. Grundsätzlich gilt es zu sagen, wenn ihr von Roborock, Dreamy, Mova, Ecoverx und so weiter kommt, werdet ihr euch in der App relativ schnell wohlfühlen. Ihr habt die Möglichkeit, Räume zu teilen, zusammenzuführen, No-Go-Zones einzurichten, den Namen zu ändern oder aber auch Haustierbereiche hier zu definieren. Eine Einstellung bei den Räumen, die noch fehlt, ist hier den Bodenbelag auszuwählen, um dann hier ganz gezielt den Boden hier zu reinigen. Was fehlt im Vergleich zu anderen Herstellern, ist unter anderem die Einstellung für Schwellen, Gardinen und aber auch Möbeln. Aber das ist nichts, was DJI mit ein paar Updates nicht hinzufügen könnte. Und natürlich bietet DJI auch die Möglichkeit, hier bei den Karteneinstellungen multiple Etagen hier anzulegen. Dann könnt ihr hier weitere Karten hinzufügen, den Roboter zur jeweiligen Etage bringen und dann einfach starten lassen. Und wie läuft es mit multiplen Etagen ab? Zum Beispiel zum Saugen, tragt den Roboter hoch, startet ihn und wenn der Roboter mit seinem Saugvorgang fertig ist, kommt er dorthin zurück, wo ihr ihn gestartet habt. Grundsätzlich gilt es zu sagen, wenn ihr Saugroboter von anderen Herstellern habt, werdet ihr bei dem Reinigungsprogramm hier nichts missen. Ihr habt hier die komplette Bandbreite an den verschiedenen Möglichkeiten, die es hier mit einem Saugroboter einzustellen gibt. Im Vergleich zu anderen Herstellern könnt ihr beim Romo bei jedem Wischvorgang entscheiden, ob ihr nur mit Wasser oder mit Reinigungsmittel wischen wollt. Das Ganze könnt ihr natürlich einmal global einstellen, dann wird das Ganze hier einmal abgefahren.
Aber anstelle einer globalen Reinigung könnt ihr auch nur die Raumreinigung auswählen und dann eure Einstellung dort dann festlegen und das Ganze dann reinigen lassen. Natürlich gibt es auch eine Zonenreinigung, auch für jede Zone unterschiedliche Reinigungsmodus einstellbar, maximal 5 Zonen auf einmal. Neben dem Reinigungsmodus könnt ihr aber auch Reinigungsprogramme hier nutzen. Aus dem Werk heraus sind hier bereits 4 vordefiniert, ihr könnt aber auch eure eigenen Reinigungsprogramme hier anlegen. Der Unterschied zu dem Reinigungsmodus, zu dem Reinigungsprogramm ist, dass die Reinigungsprogramme hier etwas aufwendiger gestaltet sind und hier einfach mehrere Sequenzen auch definieren könnt. Selbstverständlich könnt ihr die vorgefertigten Reinigungsprogramme sowie eure eigenen auch einfach wieder löschen. Last but not least gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier Zeitpläne anzulegen, einfach zu eurer gewünschten Zeit, das jeweilige Reinigungsprogramm auswählen, die Tage, wann immer das geschehen soll und dann könnt ihr hier schon direkt loslegen. Werfen wir auch einen kurzen Blick in die Einstellungen und die Individualisierungsmöglichkeiten hier mit dem DJI Romo. Grundsätzlich gilt, wenn ihr bereits einen Saugroboter von anderen Herstellern habt und jetzt zum DJI wechselt, bei den Einstellungen werdet ihr euch relativ schnell wohlfühlen, weil diese sich doch recht ähnlich sind. Wir haben Punkte für Reinigungsaufgabe, was ich euch eben schon gezeigt habe. Ihr könnt euch den Reinigungsverlauf hier anzeigen lassen. Darüber hinaus haben wir die Kartenverwaltung, was wir uns auch schon vorhin angeschaut hatten. Und wir haben hier ganz spannend das Versorgungsmanagement. Hier könnt ihr sehen, wann was am Roboter zu ersetzen wäre. Und in der Basisstation seht ihr auch, was zu ersetzen ist, aber auch, wann etwas hier zu reinigen ist. Was jetzt hier fehlt, ist die Reinigung der verschiedenen Sensoren, was ich von anderen Robotern so kenne. Aber wenn man das beim DJI Romo nicht machen muss, ist das definitiv ein Pluspunkt. Bei der Basisstation Einstellung haben wir hier Klassiker wie die Reinigungshäufigkeit der Wischpads, sowie die erneuerte Reinigung der Wischpads, als auch die Heißwasserreinigung und die Benutzung der Reinigungslösung zum Waschen der Wischmops. Weiter unten könnt ihr die Einstellung der Staubaufnahme für euch einstellen, sowie die Trocknungsdauer der Wischpads festlegen. Jetzt kommen wir zur Meisterdisziplin des DJI Romo und zwar Einstellung zur Hindernisvermeidung. Unbedingt einen Blick solltet ihr bei den Präferenzen zur Hindernisvermeidung werfen, denn hier könnt ihr festlegen, wie der Roboter bei euch agieren soll, ob er sehr penibel sein soll oder ob er auch Hindernisse mal, umfahren soll, um hier eine gründlichere Reinigung auszuführen. Jetzt kommt eine Einstellung, die ich bisher bei keinem anderen Hersteller gesehen habe und das ist bei den Teppicheinstellungen und ihr könnt hier festlegen, wie mit diesen einzelnen Teppichen hier verfahren werden soll. Und natürlich könnt ihr auch die Teppichstrategie allgemein hier in diesen Einstellungen festlegen. Ein Punkt bei den allgemeinen Einstellungen ist hier ziemlich cool und das ist die Starttaste für die Aufgabenverknüpfung, denn die Taste dort an der Basisstation könnt ihr hier mit einer Aufgabe verknüpfen und dann immer wenn ihr das dann drauf drückt, wird das ausgeführt. Jetzt kommt ein zwiespältiger Punkt bei Sprachassistent, denn dieser Roboter bietet einen Sprachassistenten, allerdings derzeit nur chinesische Befehle. Aber seid nicht traurig, DJI hat mir mitgeteilt, dass in Zukunft immer mehr Sprachen hier in der App zur Verfügung stehen werden. Und last but not least habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch per Kamera hier auf den Roboter zuzugreifen und könnt dann hier von der Ferne durch die Kamera sehen und auch den Roboter hier steuern. Cool ist auch, dass ihr hier über das Mikrofon und die Lautsprecher mit der anderen Seite dann noch sprechen könnt. Was jetzt hier fehlen würde im Vergleich zu den Wettbewerbern, die Möglichkeit von Patrouillenfahrten, sodass der Roboter zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Uhrzeiten einmal hier das Zuhause abfährt und wenn er irgendwas entdeckt, dann das per App meldet. Gerade ganz spannend, wenn man solche Haustiere hat. Papa, du hast schon so viele Saugroboter getestet. Was macht dein Romo P für dich so besonders? Okay, mir würden 3 Sachen einfallen, wenn ich den hier mit den besten Robotern derzeit auf dem Markt vergleiche. Während sich andere Saugroboter wie Saugroboter verhalten, sich so komisch bewegen, hin und her das Ganze analysieren, verhält der sich, so komisch es auch klingen mag, wie R2-D2. Das bedeutet, der ist total intelligent unterwegs. Man merkt, dass die hochpräzise Sensorik von den Drohnen diesem Saugroboter enorm gut getan hat. Das ist der zweite Punkt, ist der hier vergleichsweise sehr schnell. Während ein Dreamy X50 oder ein Robox Saros 10R schon für uns in einem schnellen Tempo unterwegs sind, ist der hier im Vergleich doppelt so schnell unterwegs. Und last but not least, natürlich, über Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen streiten, aber ich zeige euch mal was. Dieser Lamy-Füller hatte ich mir in der 7. Klasse zugelegt mit meinem eigenen Taschengeld und 26 Jahre später habe ich den immer noch. Es ist quasi einfach ein Andenken an mich selbst. Und ich fand schon damals bei den DJI-Mikrofonen dieses transparente Design auch wunderbar und so spricht mich auch dieses Design an.
Und lustig ist, ich hätte zum Beispiel nie erwartet, dass meine Mama oder auch meine Schwiegermama dieses Design ansprechend finden. Sie haben gesagt, hey, das sieht so cool aus, das ist einfach was ganz anderes, ein absoluter Eyecatcher. Und das ist auch toll im Vergleich zu, sag ich mal, so einem Einheitsbrei, den wir überall auf dem Markt sehen und finden, hier einfach mal sowas Mutiges und Außergewöhnliches im Design zu bekommen. Dankeschön. Kommen wir nun zum Extremtest und zwar zur Haaraufwicklung der Hauptbürste. Dazu werfe ich echtes Haar aus und lasse dann den Roboter in einer Zone auf der höchsten Saugstufe hier laufen. Spannend auch, dass der Roboter ein Haarbüschel als Hindernis hier erkennt und direkt in die App rüberwirft. Trotz diesem Umstand bewältigt der Roboter hier seine Aufgabe sehr gut. Wenn wir uns den Roboter nun von unten anschauen, dann können wir sehen, dass bei der Hauptbürste nicht ein einziges Haar sich verfangen hat und genau das wollten wir mit diesem Test erreichen. Und auch die beiden Nebenbürsten sind hier haarfrei geblieben, also wunderbar, Test erfolgreich bestanden. Kommen wir nun zum nächsten Extremtest und zwar zum Wischen. Ich habe euch hier Ketchup, Mayo, Senf und frischen Kaffee auf den Boden ausgeworfen. Auch hier bekommen wir eine Hinderniserkennungsmeldung in die App geworfen und zwar hier dieser Kaffeefleck. Toll ist, dass wir trotz, dass es der erste Durchgang ist, hier keine Schlieren von Mayo, Ketchup oder Senf vorfinden können. Wenn wir uns die Wischpads nun anschauen, sehen wir, dass die richtig hier verdreckt sind. Auch die beiden vorderen Bürsten haben gut was abbekommen, doch diese muss man manuell reinigen, weil das macht die Station nicht. Jetzt gehe ich hier einmal mit einem sauberen Küchentuch drüber und können sehen, dass da doch noch einiges an Dreck auf dem Boden rumliegt. Aber das ist ja okay, das war ein Extremtest, deshalb schicken wir es noch ein zweites Mal raus, um zu sehen, ob er jetzt wirklich den ganzen Dreck wegwischen kann. Und wenn wir jetzt nochmal den Küchentuchtest machen, können wir sehen, dass auf dem Boden so gut wie nichts mehr aufzufinden ist und das ist wunderbar. Ich denke, hier macht sich auch der Einsatz vom Reinigungsmittel aus der Multistation bemerkbar. Anschließend habe ich den Roboter einmal zum Duschen nach Hause geschickt und wir können nach der Dusche sehen, dass hier so gut wie der ganze Dreck rausgeholt wurde und das ist sehr gut und bedeutet für uns weniger Stress bei der täglichen Wischarbeit. Kommen wir nun zum Saugtest und dazu habe ich euch 50 Gramm Reis hier auf unserem Feldteppich ausgelegt. Ganz wichtig, der Feldteppich ist nicht glatt, sondern hat feine Haare, wo sich hier der Reis dazwischen klemmen kann. Man kann hier sehr schön sehen, wie der Romo P den Reis in seinen Staubbehälter mit der Hauptbürste aufnimmt. Anschließend entleeren wir hier den Staubbehälter und können auf der Küchenwaage sehen, dass hier 49 Gramm aufgesammelt wurden und das entspricht einer Aufnahmequote von 98%. Kommen wir nun zum nächsten Extremtest und das ist der Hochflorteppich, an dem schon sehr viele Saugroboter gescheitert sind. Der DJI Romo P ist der erste Saugroboter, der sich auf diesen Hochflorteppich nicht getraut hat und die ganze Zeit drumherum fährt. Also habe ich mir gedacht, nehme ich den Roboter und setze den einfach mal mitten auf den Hochflorteppich, um zu sehen, wie er zumindest dort drin dann navigiert. Wie wir sehen können, tut sich der Romo P hier auf diesem Hochflorteppich sehr, sehr schwer. Das bedeutet für euch, wenn ihr besonders hochflorige Teppich bei euch zu Hause habt, dann werdet ihr hier mit dem Romo P nicht ganz eure Freude haben. Kommen wir nun zu dem jetzt schon legendären Hinderniserkennungstest. Vor dem Auspacken hatte ich schon die starke Vermutung, dass der Romo P hier bei der Hinderniserkennung sehr gut abliefern wird. Denn die Sensorik in den Drohnen ist einfach ein ganz anderes Level als in den herkömmlichen Saugrobotern, die wir derzeit kennen. Und wenn man diese Sensorik in einen Saugroboter einbaut, dann passiert genau das, was ihr derzeit seht, und zwar, dass einfach alles erkannt wird. Und mit alles meine ich sogar dieses kleine grüne Lego-Männchen oben, auch das wird erkannt und der Saugroboter gibt sich hier größte Mühe, so gut es geht, hier, um dieses Objekt dennoch sauber zu machen, um hier eine sehr gute Reinigungsabdeckung zu gewährleisten. Wenn diese Technik DJI weiter zu günstigeren Saugrobotern durchreicht, dann sehe ich hier für Dreamy und Roborock die nächsten Jahre wirklich schwarz. Denn wenn DJI einfach so aus dem Nichts hier einen Saugroboter auf den Markt wirft, dann kann ein Saugroboter zu bauen nicht schwer sein. Trotz der Erfahrung von Roborock und Dreamy konnten sie es bis heute selbst in ihrem Flaggschiffmodell nicht schaffen, eine so präzise Hinderniserkennung wie hier beim Romo P einzubauen.
Und natürlich werfen wir auch einen kurzen Blick über die Kletterkünste des Romo P. Und bei Schwellen von etwas mehr als 2 cm tut sich der Saugroboter auch hier gar nicht schwer. Doch wie verhält sich der Saugroboter, wenn wir das Ganze einmal aufdoppeln? Dieser knallt hier einfach mal mir nichts, dir nichts einfach dran, als wäre nichts gewesen und erkennt diesen nicht als Schwelle, sondern eher als Barriere. Das bedeutet für euch, wenn ihr Schwellen habt, die mehr als 2 cm sind, dann braucht ihr auf jeden Fall solche Saugroboterrampen bei euren Türschwellen, damit der Roboter diese auch erfolgreich erklimmen kann. Kommen wir jetzt zu den Geräuschen der Station. So hört sich das an, wenn hier die Wischmops gewaschen und ausgewrungen werden. So hört es sich an, wenn die Mops gewaschen und anschließend das Wasser aufgesaugt wird. Und so, wenn der Staubbehälter in den Staubbeutel entleert wird. Last but not least die Trocknungsgeräusche. Start drying. Kommen wir nun zum Stromverbrauch des DJI Romo P. Im Standby braucht das Gerät zwischen 4 und 2 Watt. Wenn hier die Absaugung aktiviert wird, um den Staubbehälter zu entleeren, braucht es etwas mehr als 700 Watt. Die 55-56 Watt, die ihr hier seht, ist, wenn die Batterie aufzuladen ist. Die 2 Spitzen, die ihr hier seht, kommen von der Heißwäsche und da braucht man etwas mehr als 1200 Watt. Wie ist jetzt eure Meinung hier zum Stromverbrauch? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt sagt, der Romo P ist ein super Roboter, aber das Design ist nicht euers, kein Problem. Ihr könnt auch den Romo A euch zulegen oder den Romo S. Die Unterschiede könnt ihr hier anhand dieser Bilder sehen. Und wenn wir nun zu den Preisen kommen, der Romo P startet bei 1899, der Romo A bei 1599 und der Romo S bei 1299. Und bis zum 10. November gibt es derzeit eine Rabattaktion, wo die Preise dementsprechend nach unten reduziert werden. Plus DJI legt noch ein Reinigungszubehörset drauf, genug für 6 Monate strahlende Sauberkeit, wie sie sagen. Schaut einfach auf Amazon oder im DJI Store oder bei Mediamarkt Saturn. Die Links dazu packe ich euch unten in die Beschreibungsbox. Kommen wir nun zum Fazit und die große Frage ist ja, ist denn nun alles Gold, was glänzt bei DJI und dem Romo P? Die hochpräzise Sensorik der Drohnen ermöglicht es ihm, deutlich schneller als die Konkurrenz hier voranzugehen, deutlich präziser auch hier das Ganze zu erledigen und mit der Multistation steht man den Mitbewerbern hier in nichts nach. Den Vorsprung, den sie sich hier erarbeitet haben, müssen erstmal die etablierten Platzhirsche mit den nächsten Generationen aufholen. Doch ist das jetzt der perfekte Roboter für alle? Mitnichten. Denn dafür ist er für das ein oder andere zu Hause etwas zu groß. Bei uns kommt er zum Beispiel in die Küchennischen nicht rein und kann deshalb hier nicht sauber machen. Das mag aber bei euch natürlich anders sein. Außerdem tut dieser sich mit Hochfloorteppichen enorm schwer, doch das ist nichts, was DJI mit dem ein oder anderen Update verbessern könnte, aber wir bewerten den Zustand jetzt und nicht einen zukünftigen Zustand. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie ist nach diesem Video eure Meinung zum DJI Romo P? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch und DJI wahrscheinlich auch. Wenn euch das Video geholfen hat, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Ansonsten, wir sind hier durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.